Nächstes Heimspiel, schöne Choreografie übrigens, unser Kapitän ist da zu sehen. Partov, Spieltag 5, Heimspiel gegen Braunschweig. Ja, das ist so ein 6-Punkte-Spiel heute, nach dem Remis auf Schalke und dem davor nicht zu sehenden Spiel gegen Köln. Auch unentschieden, möchte ich heute gerne gewinnen. Also Braunschweig ist wirklich ein Gegner. Die haben zwar das letzte Spiel gewonnen, sind jetzt auf dem 12. Platz, aber hier gehe ich jetzt auch ein bisschen offensiver rein. Im 4-2-3-1, 9 Spieler gibt es noch nicht, Verhandlungen laufen noch. Ja, 2 Spieler, die zusammen vielleicht rund 1,4, 1,5 Millionen bringen, je nachdem. Nach Abzügen vielleicht ein bisschen mehr, aber mal gucken, vielleicht den Seifert, der Linksverteidiger von Ingolstadt, vielleicht ist das nochmal eine Alternative, aber ich glaube Remberg, wenn dann überhaupt, Achtung, wenn dann überhaupt zur nächsten Saison. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das dann vielleicht zur nächsten Saison finalisieren, aber jetzt möchte ich hier heute erstmal den Sieg gegen Braunschweig finalisieren und deswegen auch ein bisschen offensiver spielen. Ich bin gespannt, ich habe ja gesagt, ich warte mal so 3, 4 Spiele ab mit dieser neuen Simulations- oder Spieleinstellung-Simulation, wie sich das Ganze hier verhält. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz. Rogov, so heißt er. Mit der ersten Chance. Ich glaube, wir haben sogar das Topspiel nicht. Wir spielen um 18:30 Uhr. Welches Zweitligaspiel ist denn um 18:30 Uhr? Ist ja gar keins. Ja, wir gewöhnen uns schon mal an die Bundesliga. Deswegen 18:30 Uhr, wahrscheinlich Samstagabend hier. Topspiel. Und wie gesagt, ja, das ist ein Spiel, wo wir auch Favorit sind, gehe ich mal von aus, und wo wir auch hoffentlich ein bisschen mehr Chancen rausspielen, wie im letzten Spiel auf Schalke. Da war ich zufrieden mit dem 0-0. Ja, Spielweise, klar, war jetzt nicht so das berauschendste Spiel, aber so Spiele hat man auch mal. Und ich sag mal so, wenn man so nach 3, 4 Spielen das Gefühl hat, okay, man muss jetzt mehr für die Tore auch arbeiten, die man schießt, ja, das ist dann aber ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dann in jedem Spiel aus denselben Situationen immer wieder dasselbe Tor schießt, dann ist das auch irgendwann langweilig. Und so hast du immer das Gefühl, okay, du musst dich jetzt richtig strecken. Ja, aber dafür freust du dich vielleicht auch mehr oder was weiß ich so. Das waren die spontanen Gefühle, die ich jetzt direkt hatte, als ich das mal umgestellt hatte. So, nächste Chance. Braunschweig hinten mit 5 Mann. Oh, die werden sich wahrscheinlich auch meistens hinten reinstellen. Polter. Sebastian Polter, der Weltenbummler, wo ist der schon überall gewesen? Ey, Bochum, fast in Frankfurt, auf Schalke, jetzt bei Braunschweig. Da hat er auch mal in seiner Jugend gespielt früher. Also so ähnlich wie bei uns. Teklap, auch Sebastian Polter, Rückkehrer für Eintracht Braunschweig, die jetzt hier mit Bell mal angreifen, Lüneburg. Und geklärt. So, und jetzt die Chance, mal irgendwie schnell umzuschalten. Janda sieht da oben Grodowski. Ja, der hat jetzt Platz gegen Rittmüller. Aber da stehen zu viele Mann hinten, ey. Scheiße. Ja, Grodowski ist jetzt hier nicht der Schnellste. Aber vielleicht ganz unten auf Mees. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er. Aber dann ist keiner da. Da müsste dann halt mal einer stehen. Aber wir machen Pressing. Schade. Klappt nicht, aber ich mache das nach wie vor. Wenn du da mit 2, 3 Mann drauf gehst, und ich habe das Gefühl, das Pressing oder die Zweikämpfe, die funktionieren hier bislang im Spiel eigentlich richtig gut. Also du wirst quasi für gute Zweikampfführung belohnt. Um es mal so sagen zu wollen. Bislang nicht immer, aber immer öfter. Wahrscheinlich. So, hier zum Beispiel, ja. Zweikampf gewonnen, auch fair. Und jetzt ab nach vorne über Mees. Bell, unten Herr Horst müsste mal mitlaufen. Ja, Mees, ich brauche vorne die Option. Fridjonsson lässt sich fallen, da haben wir Glück gehabt. Nochmal Mees und Herr Horst gegen Bell. Jetzt mal eine ordentliche Flanke rein. Oh ja, super, Grodowski. Und der Kopfball. Na bitte, da haben wir sie doch. Die Chance, die ich gegen Schalke gesucht hatte. Und weiter, direkt der nächste Angriff. Braunschweig ein bisschen unter Druck setzen, dass sie gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und wieder über Grodowski abgefälscht, Fridjonsson. Und wieder die Braunschweiger. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Sehr offen. In beide Richtungen. Ja, guck mal, das meine ich zum Beispiel. Bell, da müssen wir einfach dran sein. Einfach abschirmen. Wenn die sich den Ball 10 Meter weit vorlegen und die dann trotzdem immer wieder durchkommen. Das hat mir auch im letzten Spiel nicht so gut gefallen. Achtung, jetzt Braunschweig über Polter. Polter, die Polter. Wenn der trifft, ey, dann gute Nacht. So, wie schnell geht's bei uns nach vorne? Nochmal eine Chance vielleicht vor der Halbzeit. Janda mit Grodowski, Rittmüller. Ganz unten. Kriegt er den ganz unten hin? Oh, das wäre stark. Super Ball auf Mees.
Ja, und jetzt habe ich verpasst Fridjonsson. Der war frei. Jetzt müssen wir halt wieder ein bisschen Handball spielen. Bis wir hier die Lücke finden. Janda, Hendricks und jetzt Fridjonsson. Da ist er doch. Und Grudowski mit dem Platz. Und Grudowski. Und wieder geblockt. Das gibt's nicht, ey. Wahnsinn. Wie die wieder mit 4, 5 Mann da auf einer Linie stehen. Das ist Wahnsinn. Hat sich auch nichts verändert. Aber wir sind, ja, Stück für Stück. Oder wir sind kurz davor, hier in Führung zu gehen. Das dauert nicht mehr lange. Wenn das so weitergeht, wenn wir so weiterspielen. Auf jeden Fall. Zack, wir gewinnen die Zweikämpfe. Wir sind hinten wach. Nach vorne geht es auch immer gut und schnell. Grudowski jetzt vielleicht mal andersrum auf Mees. Oder schon wieder auf Mees. Der war diesmal zu lang. Ja, dann ist erstmal Halbzeit. Ich habe den Pfiff gar nicht gehört, aber okay. Alle gehen in die Kabine. 0:0. Ist auch ein besseres 0:0 als gegen Schalke. Klar, wenn wir jetzt hier die nächsten 10 Spiele 0:0 spielen, dann läuft irgendwas verkehrt. Dann würde ich auf jeden Fall wieder auf die andere Einstellung gehen. Ja, aber solange das so läuft, alles gut. Das wäre zum Beispiel auch mal ein Spiel so für unsere Jugendleute. Vielleicht für Schneider, Wallner vielleicht noch nicht, Almenidu. Makridis kann der auch ZOM. Der kann auch ZOM, der hat ein Tempo von 87. Vielleicht der nochmal für Janda. Nehmen wir mal Makridis rein, der kann da auch spielen. Und ich würde gerne Schneider, der ist auch schnell. Aber wen nimmst du da raus? 67 Tempo. Ja gut, dann nehmen wir Mees runter, ganz klar. Aber ich hoffe, der kann auch rechts spielen. Ja gut, linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Wer links spielen kann, der kann auch rechts spielen. Mein Gott, das ist... Eine Hand wäscht die andere. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mit 2-9 und vor allem auch mit dem Jugendspieler, da bin ich sehr, sehr gespannt. Da müssen wir halt auch drauf bauen, ne? Die Jugend, die gehört uns. Da müssen wir auch ein paar gute Spieler rauskriegen, um halt auch ein bisschen Geld zu machen. Schneider, und der hat schon mal nicht so schlechte Werte, von daher gucken wir mal. Aber der ist auch gefühlt nur 1,50 oder 1,60 groß. Lehnt euch zurück auf der Bank, alles gut, ist noch nichts passiert. Macht euch da nicht ins Hemd. Guck mal, unten steht sogar Wind 10 km/h. Und ja, ist aus südwestlicher Richtung. Das sind natürlich Infos, die braucht man auf jeden Fall. Aber das gehört hier mit dazu, zu dieser Spieleinstellungssimulation, dass man halt auch die Windgeschwindigkeiten da angezeigt bekommt, weil das auch aufs Spiel Auswirkungen haben kann, ne? Wie der Ball fliegt und so weiter. Also das ist wirklich etwas, was dann da drin ist in dieser Simulation. So, jetzt die Chance. Makridis, da ist er, neuer Mann. Erste große Chance. Oh, der muss rein, Makridis. Ball abgefangen und dann ist er frei vom Tor. Hätte sogar nochmal Fridjonsson mitnehmen können, aber egal, weiter geht's. Wir sind jetzt gut drin. Schneider. Nächste Chance. Wieder Makridis. Grudowski, Fridjonsson. Oh, die stehen da mit 7 Mann gefühlt hinten drin. Da kannst du auch nichts machen, außer hier den Schuss aufs Tor. Oh, Fehler. Was machen die Braunschweiger da? Die laden uns ein. Die laden uns ein zum Tore schießen. Wir müssen nur noch zugreifen. Wir müssen den Ball einfach nur noch reinschieben, ey. Also der Fehler gerade hinten. Wow. Dass wir den nicht genutzt haben, aber wir sind jetzt da. Wir sind richtig gut im Spiel drin. Und da ist wieder Fridjonsson. Okay. Es geht nicht alles. Es geht nicht alles immer aufs Tor, aber das sind so Chancen, hey, wenn du die machst. Das ist halt sehr, sehr bitter. Die Braunschweiger, die verteidigen das sehr riskant. Auch hier wieder Fridjonsson. Aber es ist jetzt wieder alleine. Es ist keiner da. Es ist keiner da, außer Makridis. Was heißt außer? Nur Makridis. Nächster Eckball. Komm, das ist jetzt eine gute Phase. Da müssen wir jetzt in Führung gehen. Ich brauche jetzt einen vernünftigen Eckballschützen. Wir machen das mit Hendricks. Okay, der ist Linksfuß. Gut zu wissen. So. Obwohl der eigentlich auch mit hätte im Strafraum gemisst. Aber egal, komm. Gucken wir mal, wen finden wir? Da finden wir Fridjonsson! Und da ist es! 1:0 für unsere Jungs von Preußen Münster. Perfekt. Ja, und das ist mal ein Bild für die Geschichtsbücher. Der kleine Schneider, der junge Schneider auch schon mit dabei. Aber das ist eine perfekte Ecke. Gut geschlagen auf dem Fünfer, viel Schnitt und dann Fridjonsson mit seinen 1. Was hat er? 96, 95, 96. Schraubt er sich hoch. Und steht da quasi alleine in der Luft. Da keine Chance für den Keeper. Und endlich die Erlösung. Es hatte sich angedeutet. Fridjonsson, 3. Tor im 5. Spiel. Ja gut, wo jetzt wo Malik Badmatz leider verletzt ist. Muss halt ein anderer ran. Das sieht gut aus. Wir kontrollieren weiterhin das Spiel. Ich bleibe aber nach wie vor beim 4-2-3-1. Ich werde mich nicht hinten reinstellen. Also Abwehrriegel, Fünferkette werdet ihr bei mir nicht sehen. Falls doch, ist irgendwas mit mir. Weil ich freiwillig mich eigentlich nicht hinten rein stelle und
bunkern möchte. Nicht mehr viel Zeit. Abwehrriegel, kannst vergessen. Ich gehe lieber noch aufs zweite Tor. Klar, wird Braunschweig jetzt ein bisschen mehr riskieren. Ja, die wechseln auch nochmal. Das heißt, irgendwo müsste dann vielleicht eine Lücke sein. Aber aufgepasst, Philipp. Sebastian Polter. Dem Braten, dem traue ich noch nicht so ganz. Also Sebastian Polter, der kann auch in letzter Minute nochmal, wenn die einen Eckball kriegen oder so, da kann der auch nochmal was machen. Der ist zu lang für Schneider, schade. Aber er bringt schon mal gute Werte mit. Also wer 83, 84 Tempo hat, der kann schon mal nicht so langsam sein. Ja, das kommt schon mal dazu. Und dann zweitens wird sich alles andere auch, ja, entwickeln. Und ich bleibe auch nach wie vor auf offensiv. Ich werde mich jetzt nicht hinten reinstellen und ich werde irgendwie zurückgehen. Und Braunschweig muss. Die sind gefragt. Und wir machen hier unser allzeit beliebtes Spielchen Pressing. Und wenn das nicht klappt, sofort wieder zurück. Sofort in die Defensive. Und da können sie spielen. Solange sie hinten rumspielen, ja, ist okay. Die Zeit vergeht. Die Zeit spielt für uns. Bell, Ivanov, genau. Wenn sie das jetzt noch eine Viertelstunde machen, haben sie zwar knapp 80% Ballbesitz, aber am Ende haben wir die 3 Punkte und das ist viel, viel mehr wert als irgendwelche Ballbesitzwerte. Aber es zeigt auch, dass wir hinten einfach gut stehen. Vorne gehen wir drauf, wissen nicht wohin und irgendwann hätte ich dann doch schon mal gerne den Ball so jetzt. Nach 5 Stunden hier Ballbesitz Braunschweig, Ballbesitz Münster. Wieder Schneider. Ja, es ist gar nicht so verkehrt, dass hier nochmal ein schneller, wuseliger, was macht der Keeper da? Der steht schon draußen, der hat schon ein bisschen spekuliert, aber jetzt kommt erst die Flanke, Makridis. Grodowski wieder mit dem Ball gewinnt, Fridjonsson, der muss in die Mitte. Der muss in die Mitte, der fehlt da. Ja, jetzt winkt da Makridis oder Grodowski. Keeper geklärt. Mit, einer Hand, da war Hendricks. Falsches Timing, 6 Minuten noch mit Nachspielzeit. Jetzt kommt nochmal das Stadion, jetzt kommen vielleicht nochmal die Zuschauer, jetzt wird es nochmal ein bisschen hitziger. Rittmüller. Oh, Vorsicht, ey, eine Flanke in Strafraum, aber wir stehen da. Wir stehen defensiv wirklich richtig, richtig gut. Und haben wieder mit Schneider die Entlastung, die wir brauchen. Fridjonsson vorne, kriegt er den Ball. Schade, wenn Fridjonsson einfach nochmal 10 km/h dazulegen würde. Dann hätte er den vielleicht auch bekommen. Aber komm, 2 Minuten noch. Jetzt sind wir hinten gefragt. Defensiv. Das machen wir gut. Wir halten sie weg. Da sollen sie rumspielen. Genau, so verläuft. Oder so läuft die Zeit runter. Spielt für uns. Und das müsste dann hoffentlich der nächste Sieg sein. Wenn wir jetzt hier nochmal einen Spieler abgrätschen. Jawohl. Nee, warte. Jetzt nochmal der hohe Ball. Den müssen wir nochmal verteidigt bekommen. Und das war's. Behrens hat den Ball sicher. Und wir haben den nächsten Sieg. 1:0 zu Hause gegen Braunschweig. Genau die Spiele müssen wir gewinnen. Und das ist mir auch egal, ob wir hier 3-4-0, ob wir schön spielen. Wir müssen die Dinger einfach nur gewinnen. Jetzt bleiben wir erstens mal oben mit dabei. Bleiben noch ungeschlagen. Schielen Richtung Aufstieg wahrscheinlich schon. Nach den ersten 4 Spielen. Aber mal immer hier langsam mit den jungen Pferden. Aber es ist ein guter Saisonstart für uns. Und jetzt winkt ja vielleicht sogar noch ein Neuzugang. Schauen wir mal. Am Ende war es dann auch ein sehr, sehr verdienter Sieg. Wir hatten 10 Schüsse. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen heikel. Jetzt haben wir hier den Deadline Day. Wir haben unter anderem hier nochmal 2 Angebote. Da gehen wir nochmal kurz rein. Den Rest würde ich dann gut offscreen machen, weiß ich nicht. Leihe zum Kauf. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Ich möchte aber gerne, anstatt zum Verkauf, möchte ich gerne nur eine Leihe machen. 1 Jahresleihe ruhig, genau. Wird auch hoffentlich oft spielen. Wo war nochmal der Verein? Sipay Bodrum FK. Bodrumspor, okay, in die Türkei wahrscheinlich. So sieht das aus, so hier. Angenommen, Frankert habe ich auch beim FC Ingolstadt versucht. Ich habe 2 Vereine, ich habe es mal probiert, ein Angebot gemacht. Mal gucken, weil ich kriege ja 2 gültige Arbeitsverträge. Und ich habe auch versucht, den Frankert zu tauschen mit dem Linksverteidiger, mit Seifert. Aber es hat leider nicht geklappt. Der Torben Detas, wenn wir den losbekommen, vielleicht kriegen wir doch noch genug Geld zusammen. Djurgardens IF, ich glaube, das ist Schweden, ne? Djurgardens, ich glaube, das müsste Schweden sein. Machen wir mal hier alle Aufgaben. Trainerteam, Nationalmannschaft. Holmberg Aron Fridjonsson, der geht mit einem guten Gefühl zur Nationalmannschaft. Ich würde das jetzt so machen, ich würde den Deadline Day machen, offscreen, weil dazu brauche ich einfach Zeit. Das kann ich jetzt nicht so einfach mal hier nebenbei machen. Und dann würde ich euch zum nächsten Part hin den finalen Kader zeigen. Erstmal für die Hinrunde, mal gucken. Hier müssen wir eigentlich auch bald wieder die Berichte bekommen. Genau, den 3. Scout nach Senegal oder in den Senegal, habe ich euch da schon gezeigt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einen 3. in den Senegal geschickt. Und zwar sucht der
nach Linksverteidigern. Genau, weil ich ja noch einen Linksverteidiger möchte, aber der braucht noch ein bisschen Zeit. Von daher habe ich mich auch nach einem Linksverteidiger mal umgeguckt. So, was wollte ich denn? Ich wollte nochmal ins Büro und auf die Tabelle. Da sind wir Zweiter. Was ist mit uns los, ey? Ich sag ja, wir halten den Kurs Richtung Aufstieg, aber ganz oben. Ich muss mich hier noch jetzt zurechtfinden. So, erst das Düsseldorf, dann kommen wir. Dann Köln, Magdeburg, Schalke. Ist ja alles noch ganz eng beieinander. Guck mal, da haben 4, 5 Mannschaften 7 Punkte. Generell die zweite Liga so eng zusammen. Schaut mal, da hat der 15. Karlsruhe nur 3 Punkte weniger als der 4. Magdeburg. Also, was willst du mir erzählen? Spannung pur, wie immer. Ganz unten ist SV Elversberg, Fürth. Bin sehr, sehr gespannt. Nächstes Spiel ist beim 1. FC Kaiserslautern, sehe ich gerade links. Also auch ein wildes Spiel. Ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, nicht ein echtes Stadion. Wäre geil. Die haben auch schon 2 Sieger, einen Unentschieden. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Spannend wird es jetzt auch erst nochmal für mich auf dem Transfermarkt. Ich hoffe, dass ich noch irgendjemanden holen kann. Und dann steht der finale Kader erstmal für die Hinrunde. Also macht's gut, wünscht mir Glück, Daumen nach oben, kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.